Here I am, right in front of you. Look at me when I say I'm sure what I'm doing, so please let me stay till the morning comes and take me away. So please let me stay. Never mind to apologize our mistakes here and now. Let our love explode. Show me how you do it. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Die Sonne scheint und wer ist dabei? Micha, der Kameramann. Genau, und das ist nämlich heute unser Thema. Ein herbstliches, vorherbstliches Thema, eine Tischdekoration auf Wunsch einer Abonnentin, die einen runden Geburtstag hat, habe ich gedacht, denke ich mir mal was aus. Und das haben wir heute ein bisschen in groß gemacht. Und mit den Resten haben wir auch noch mal so kleine, ja, für den Tisch einfach noch mal auch so kleine Deko-Elemente gemacht. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie die Pflanzen unter Wasser gemacht werden, dann bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und wir brauchen heute, und wir haben, hier vorne können wir mal anfangen, das ist hier die Santolina. Da habe ich richtig Glück gehabt, weil der Floristenwagen hatte die auf dem Wagen und die habe ich mir geschnappt. Bekommt ihr aber auch beim Floristen, fragt mal nach, finde ich immer ganz, ganz toll, gerade jetzt zum Herbst für Deko. Dann habe ich von einem Selbstschneidefeld, obwohl ich habe gesehen heute im Discounter, wo ich nämlich diese beiden hier bekommen habe. Einmal 1,99 € diese Rosen und die Lilien auch 1,99 €, genau, fand ich total klasse. Und das war eigentlich, wo ich dachte, ich muss diese tolle Deko machen. Und die habe ich selber geschnitten von einem Selbstschneidefeld, das ist die kleine Sonnenblume, auch Sonja genannt. Und die habe ich schon versiegelt, indem ich sie angeschnitten habe und 40 Sekunden in das kochende Wasser gehalten habe. Dann versiegelt das, die Wolfsmilch kann nicht auslaufen und sie hat einen Schutz gegen Bakterien. Dann geht es weiter. Ich habe mir hier noch 2 Kürbisse genommen. Die werden jetzt öfter mal in den Einsatz kommen. Und auf der anderen Seite habe ich hier einmal von unserem Ilex-Baum ein paar Zweige abgeschnitten, weil ich finde das total, wir brauchen ein bisschen Grün und Rot und das ist wirklich eine schöne herbstliche Mischung. Dann eben nochmal, also die klaue ich mir nicht, unser Nachbar hat die Felder, da kann ich mir ruhig mal so ein paar Blätter abziehen und da habe ich mir vom Maisfeld eben nochmal ein paar Blätter mitgenommen. Dann geht das weiter. Ich habe hier einmal einen weißen Sand. Ich hätte gerne mehr herbstlich gehabt, aber ich habe nur den bekommen. Dann habe ich hier noch so Reste von Braunstein, so kleine Steinchen, Dekosteinchen. Diese Perlen habe ich noch gefunden. Dann habe ich hier so ein bisschen Draht im Braun, auch mit einer Papierummantelung. Und hier einmal dieses Floristentape habe ich. Dann habe ich eine Schere, ein Messer, ein Seitenschneider und eine Gartenschere. So, nun haben wir es aber. Dann habe ich die Heißklebe, hier ein Ziegel und die große Basis. Das ist die Vase. Wir machen es in groß, aber das ist nur eine Idee. Die kann man super auch in klein machen. Und dann würde ich einfach sagen, ach warte, einen Moment, ich zeige das mal eben hoch. Den Draht habe ich noch. Das ist auch noch mal so ein Floristendraht, der ist immer sehr super und der kommt heute auch in Einsatz. Und ich würde sagen, es geht los. Ich fange an mit der Lilie, weil die hat natürlich die meiste Höhe. Wir können sie einfach mal hier so gegenhalten. Und da fange ich jetzt an, ich schneide die hier unten ab. Und werde jetzt hier auch einiges an Blätter hier unten noch abmachen und werde hier die jetzt auf der Steckmusi raufsetzen. Der ist nur dafür da, dass wir jetzt unsere Pflanzen, so wie wir sie gerne in der Vase hätten, hier in Position setzen können. Und die anderen Lilien werde ich mir jetzt auch von den Blättern befreien und unten einmal anschneiden. Die zweite Lilie, die habe ich jetzt hier ein bisschen kürzer gemacht, mache mir die hier auch mit drauf. Und ich denke, die dritte, da gucken wir mal, dann nehme ich jetzt mal so die goldene Mitte
Und dann nehme ich jetzt hier die Rosen, werde mir die genauso anschneiden. Ich werde das hier jetzt mal so für euch vorne fertig machen und werde mir jetzt hier von der Höhe auch wieder unterschiedliche Rosen mit hier einarbeiten. Steck mir die hier auch rein. Auch natürlich hier hinten, weil das Schöne ist ja, die Deko soll von allen Seiten am Tisch sichtbar sein. Das heißt, ich werde jetzt hier komplett einmal die Rosen reinstecken. Was immer wichtig ist, ist nicht unten zu vergessen, den Übergang. Are you thinking about us? Are you thinking about us? Baby, look at me now and say Da ist gut, der Nachbar mäht Rasen, das ist auch gut so. Ich hoffe, das stört euch nicht und der Flieger fliegt auch. Aber wir dekorieren weiter. Wir kümmern uns jetzt hier um unsere Tischdeko und jetzt nehme ich hier mal unsere wunderschönen Trommelstöcker und werde jetzt auch die hier jetzt nochmal mit einarbeiten. Ich glaube, das ist ganz gut aufgefüllt. Ich zeige euch das mal, ich drehe das jetzt nochmal ein bisschen und dann kann man das nochmal sehen. Vielleicht könnt ihr hier jetzt noch ein kleiner rein. Da kann man jetzt wirklich vom eigenen Empfinden. Aber ich denke, ich werde das jetzt einfach mal so lassen. Ich nehme jetzt hier meine ganz dünnen Drahtteile mit den braunen Papierummantelungen. Und das kann man machen, muss man aber nicht. Ist jetzt nur noch mal so eine kleine Idee. Ich hatte ja diese Perlen gefunden, gibt es ja in allen verschiedenen Farben. Und werde die jetzt hier einmal fixieren, indem ich den Draht hier drehe. Und da könnt ihr jetzt gucken, ich würde den nämlich gerne hier noch so ganz leicht mit reinmachen. Ich mache jetzt noch eine Perle mit dran, stecke mir die rein, drehe mir den Draht wieder um und der ist jetzt natürlich super flexibel und ihr könnt jetzt hier so ein bisschen Schwung auch, ihr könnt von der Breite noch so ein bisschen Deko mit reinkriegen. Aber das kann man natürlich machen, wie man es mag. Ich stecke mir den jetzt hier mal eben mit rein und lege mir das hier so rum und fixiere mir das hier am Stiel. Wenn ihr einen längeren braucht, um das wirklich mit Schwung hier komplett in die Deko, das finde ich auch ganz schön, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen reinbinden, dann könnt ihr die beiden hier auch miteinander verbinden. Ich nehme jetzt hier meine Kugel, stecke mir die da rein, gehe am besten erstmal bis hier oben hin durch, dann sieht man den Übergang auch gar nicht so gut und verzwirbel mir das jetzt hier mit den Drähten. So, ich habe mir jetzt hier noch auf der anderen Seite ein paar Perlen mit reingemacht. Ich finde das ganz niedlich und ich nehme jetzt hier das komplette Blumengesteck raus. Und jetzt nehme ich hier den Draht und werde das hier um die Blumen legen und schön fixieren und festziehen. Jetzt habe ich den Draht um die Stiele rumgedreht, fixiert und es hält bombenfest. Ich cutte mir jetzt hier unten nochmal die Stiele. Jetzt nehme ich wieder den Draht und werde mir eine, ich sag jetzt mal eine Schnecke, ich mache hier eine richtig schöne oder auch Spirale, drehe mir das ein paar Mal rum. Bin jetzt nicht so geübt, aber die mache ich mir jetzt erstmal schön groß. Ganz tolle Schnecke, oder? Ja. Schöne Spirale. Und ging schnell. Ja, genau. Ging ganz schnell. Also wie gesagt, Übung macht den Meister. Und ich nehme jetzt hier, ich mache das jetzt nochmal eben hier ein bisschen größer und werde jetzt hier unser Blumengesteck oder unser kleines Sträußchen mit dem Draht, ich mir den jetzt so nach innen, hier jetzt fixieren. Bin jetzt hier von unten und habe den hier einmal durchgestochen und ziehe mir den jetzt hier vorsichtig einmal hoch. Ich habe den Draht jetzt hier ein bisschen um den Stiel von der Lilie umgelegt und den befestigt. Und jetzt nehmen wir unsere Blumen, es wird jetzt langsam auch Zeit,
dass sie Wasser bekommen und stellen sie jetzt hier vorsichtig in unsere Vase rein. Und jetzt haben die ganz tolle Standhaftigkeit. Ich drehe das mal eben so um. Und das ist schon ganz toll, oder? Das sieht sehr gut aus, wirklich. Gefällt das ist dir? richtig schön. Also wenn ihr jetzt wirklich noch ein bisschen Höhe braucht, es könnte jetzt tatsächlich hier noch einer rein, finde ich. Dann kann man natürlich versuchen, hier jetzt vorsichtig noch, ich mir den noch mal eben anschneiden, den da noch reinzustecken. Und jetzt kippe ich ein bisschen die Vase und nehme jetzt dieses Steingranulat, diese braun, und kippe mich jetzt hier erstmal ganz vorsichtig in die Vase rein. Und jetzt kommt der weiße Sand, auch den ganz vorsichtig, damit ich da nicht in die Blüten reinkomme. Und auch der kommt jetzt hier in die Vase. Ich hoffe, der Rasenmäher stört nicht. Wir machen trotzdem weiter, weil die Blumen brauchen nämlich unbedingt Wasser. Und ich gucke jetzt, wir haben jetzt noch mal eine Schicht kleine Steine und die mache ich jetzt hier auch noch mal wieder vorsichtig oben raus. Schicht ist drauf, wirklich vorsichtig. Uns sind leider so ein paar Steinchen unten in die Blüten reingefallen, aber es lässt sich nicht ändern. Wir wollen da jetzt auch nicht mehr großartig dran rumwursteln und ich würde sagen, wir holen jetzt und machen die voller Wasser. Und das Wasser ist drin. Super, oder? Ja, das sieht richtig gut aus. Gefällt dir das? Das wird auch noch klarer. Das ist jetzt nur vom Wasser kommt, wird das noch vom klarer. Wir haben Einfüllen. kein destilliertes Wasser genommen. Wir haben das hier jetzt wirklich aus dem Schlauch genommen und ich glaube, das geht auch super so. Jetzt nehme ich die Maisblätter, beziehungsweise ich nehme ein Maisblatt. Die sind nun auch schon ein bisschen angewelkt, aber das finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Das ist, wie es ist und ich lege mir das jetzt hier oben in den Rand vorsichtig rein. Und guck mal, wie schön das aussieht mit den Grüntönen. Also mir gefällt es wirklich gut. Ich drücke mir das jetzt ganz bisschen nach unten. Und dann nehme ich hier auch noch mal so ein kleines und lege mir das hier. Da könnt ihr jetzt natürlich gucken, wie ihr möchtet. Es gibt so tolle Blätter mit verschiedenen Farben. Aber da das wirklich eine Herbstdeko werden soll, habe ich gedacht, nehme ich jetzt einfach mal die Maisblätter. Die Position ist super mit dem Blatt und jetzt nehme ich nimm jetzt mein Handtuch und werde jetzt das komplette Wasser außen noch mal ein bisschen abmachen, abwischen und die Vase trocknen. Und jetzt nehme ich hier dieses Floristenkrepp und mache mir Streifen. Gehe jetzt hier einmal rüber und das kann man jetzt hier super fixieren. Wenn man das nicht hat, man kann auch, ich habe gerade nämlich bei der Arbeit nicht Tesafilm, dieses breite Paketklebeband, ne? Genau, hatte ich genommen. Ich brauchte ein bisschen größeres, weil ich auch Sonnenblumen dekoriert hatte und man kann auch Tesafilm nehmen. Da habe ich fertig. Und jetzt kann man nämlich hier wunderbar die Blumen reinlegen, genau. Bevor ich jetzt die Sonnenblume nehme und da eindekoriere, werde ich jetzt außen, habe mir jetzt ein paar Blätter mal abgemacht, damit wir noch ein bisschen Grün hier außen herum kriegen und das Band auch ein bisschen abgedeckt ist. Und das mache ich mir einmal eben hier rum. Blätter rundherum gesteckt, die Sonnenblumen einmal komplett drauf und das gibt richtig Stabilität. Umso mehr Blüten drin sind, umso besser funktioniert das eigentlich. Ich nehme jetzt hier vom Ilex und stecke mir die jetzt hier noch mal so ein bisschen dazwischen, weil dann durch das Rote und das Grüne kriegen wir noch ein bisschen Höhe und ein bisschen Herbst. So, also ich persönlich und ich glaube Micha, du findest das auch schön herbstlich, oder? Das ist richtig schön herzlich und Ja. im Wasser. Und im Wasser, genau. Die Idee ist ja eigentlich auch nur, ein paar Ideen mitzugeben, Inspiration, wie man so ein Wasserblumenarrangement machen kann. Genau, und man kann wirklich Rosen, wie gesagt, 1,99 Euro, man kann oben Rosen reinstecken, wunderbar auch in einer kleinen Vase. Da gibt es natürlich unheimlich schnelle Fülle. Man kann
Palmblätter rumliegen. Hätte ich gerne gemacht, sieht auch wunderschön aus. Mache ich mal zum Frühjahr. Aber der Wunsch war eine herbstliche Deko für einen runden Geburtstag. Und deswegen habe ich diese runde Vase und ich glaube, der Tisch ist auch rund. Und da wir jetzt nochmal diese schönen Kürbisse haben und auch vom Ton total klasse sind, kann man eine kleine Idee noch, nehme ich jetzt hier ein bisschen Draht und ich habe leider jetzt hier die andere kleine Zange nicht, aber ich habe ja hier meinen Seitenschneider und jetzt kann man sich hier das so ein bisschen rund drehen, obwohl der ist so weich, das kann man schon fast mit den Händen machen. Und ich mache mir jetzt hier noch so einen kleinen Schwung rein und schneide mir das mal eben ab. Und dann kann man hier einfach nur mal eben hier so reinpieksen. Das ist auch eine wunderbare Tischdeko, finde ich. Da kann man dann auch noch so ein kleines Kärtchen ranmachen. Vielleicht sogar ein Platzkärtchen mit dem Namen. Könnt ihr alles nehmen, was ihr habt. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Reste von Elex und klebe mir das hier fest. Einfach die kleinen Reste noch oben raufgeklebt. Finde ich ganz süß, oder? Man kann das auch bei einer goldenen Hochzeit mit den goldenen Draht zum Beispiel. Man kann das natürlich farbtechnisch total gut anpassen. Und so eine Tischdeko, wie gesagt, also da kann man seinen Fantasien freien Lauf lassen. Und den mache ich auch noch fertig. Und das war das Thema Pflanzen unter Wasser für eine Tischdeko. Heute von uns in groß gemacht, kann man super in klein nachmachen. Und wir hoffen sehr, dass wir euch mit dieser Idee inspirieren konnten, vielleicht für die nächsten Festlichkeiten. Und genau, ein Daumen hoch bisher, würden wir uns sehr freuen. Oder auch ein Abo. Aktiviert die Glocke, bekommt ihr mal Info, wenn ein neues Video online ist. Die Sonne scheint, es ist wirklich so schön heute. Und wir freuen uns auf die nächsten Tage mit euch. Eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. genau, bis dann ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.